Okay, meine lieben Freunde der leichten EDV, heute schauen wir uns das Übertragen eines alten Handys Android auf ein neues Handy Android an. Also beziehungsweise eine ältere Generation eines Handys auf eine neuere Generation von einem Handy. Der Unterschied liegt darin, dass das Gerät im Zweifelsfall, wenn man sie nebeneinander legt, automatisch erkennt, ich möchte hier eventuell vielleicht Daten übertragen. Das ist aber nicht immer möglich. Aus diesem Grund machen wir das jetzt in der ersten Version einfach mit der meistverwendeten Version eigentlich, die die meisten Leute verwenden. Auch wenn es nicht die professionellste Methode ist, das Sichern und Wiederherstellen eines neuen Handys aus der Google-Sicherung beziehungsweise aus der Google Cloud. Das setzt natürlich voraus, dass das in der Google Cloud auch aktiviert ist, also im Google-Konto, dass das Gerät gesichert wird. Viele haben das wieder ausgeschaltet, weil sie nicht wollen, dass ihre Daten ausspioniert werden. Aber das werdet ihr vielleicht gar nicht von Google, das werdet ihr von ganz anderen Apps, viel kleinere Apps, die viel unbedeutender sind. Die sind viel interessanter. Aber okay, das ist ein anderes Thema, da werden wir uns gar nicht drauf einfassen. Wir beschäftigen uns halt einfach, wie kriege ich mein altes Handy auf mein neues Handy rüber. Dazu habe ich nochmal ein anderes Samsung-Handy auch hier, wo das dann Ganze drauf kommt. So, als erstes ist für uns wichtig, wir müssen mal überprüfen, habe ich die Sicherung meines Handys in der Google Cloud eigentlich eingeschaltet, beziehungsweise in meinem Google-Konto eingeschaltet. Auch wenn du das jetzt vielleicht nicht brauchst und auch wenn du das Handy vielleicht jetzt nicht überträgst, weil du es nicht benötigt brauchst, weil du kein neues Handy hast, solltest du diese Einstellung vielleicht doch mal überprüfen, denn falls du dein Handy verlierst, ermöglicht dir das die Wiederherstellung deines Handys mit allen Funktionen und Daten und Apps, die du auch vorher hattest. Das geht wiederum wieder mit Samsung Sync besser, professioneller, aber Google Cloud reicht auch absolut aus. So, wichtig ist hier, da gehen wir jetzt mal hin, in unser Google-Konto, Google. So, und hier werden jetzt erst einmal angezeigt Google-Dienste. Und hier steht auch schon ganz drunter, Sicherung ist deaktiviert. Fotos, Kontakte, Nachrichten und andere Gerätedaten werden nicht gesichert. So, auch wenn da jetzt drin steht, werden gesichert oder Sicherung aktiviert, trotzdem mal reinschauen. Fotos und Videos sollte angehakt sein und weitere Gerätedaten, das ist eigentlich der ganz wichtige Punkt, der sollte auf jeden Fall drin sein. Der beinhaltet auch die SMS, MMS sowie SIM und sonstige Dienste. Bestätigen. Dann sagt er, das gibt jetzt nochmal in Ordnung so. Nimmt er. Bestätigen. So, und dann können wir sagen, jetzt sichern. Dann auf alle Fälle nochmal eine neue Sicherung erstellen. Wie gesagt, wenn das Handy schon weg ist, dann muss man mit dem leben, was man in der Cloud von Google halt gespeichert hat. Oder mit dem leben, was man nicht in der Google Cloud gespeichert hat. Ich lege euch das jetzt nochmal hier ans Herz. Es ist eine Sicherheitsvorkehrung, eine nützliche Vorkehrung. Es sind mittlerweile sehr viele Apps auf euren Handys drauf, die nicht mehr so einfach zu übertragen sind oder die man neu einrichten muss. Ist immer ein Höllengezähler, die ganzen Sachen alle neu einzutippen, anzumelden, installieren und so weiter. Ihr könnt euch das sparen, indem ihr diese Tour verwendet und das hier auf alle Fälle sichern lasst. Weil selbst wenn ihr das nicht gesichert habt und das Handy weg sein sollte, ihr könnt das alte Handy nicht direkt, wie wir es dann im zweiten Video machen, mit Samsung Sync synchronisieren. Das geht dann nicht, weil das alte Handy ja, wie gesagt, weg ist. Oder im Zweifelsfall kaputt. Oder es hat ein Seepferdchen gemacht und kann jetzt schwimmen. Hat aber dafür meistens auch in der Regel kein Display mehr, um das Abzeichen anzuzeigen. So, das sitzen wir jetzt hier kurz aus, die Sicherung, und dann bin ich wieder für euch da. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, Google One Backup. Das Handy, der Typ vom Handy vor einer Minute um 9:03 Uhr gesichert. Dann haben wir unten nochmal eine Aufstellung, Apps, Fotos und Video, SMS und Video, SMS, Anrufliste, Geräteeinstellungen, Google Kontodaten. Ja, dann könnt ihr natürlich auch einschalten, wenn ihr unterwegs seid und ihr müsst das neue Handy von unterwegs aus wiederherstellen, dann auch das hier einschalten, dass ihr das auch über SIM-Karte aktualisieren könnt, wenn ihr das dann machen wollt, weil ihr nicht bis zu Hause warten könnt. Ist ein Phänomen. Wenn ich was Neues habe, dann kann ich auch immer nicht warten, bis ich zu Hause bin. Ich brauche das gleich in der Hand. Ich muss da gleich rumtippen und spielen. Ist auch okay, da spricht nichts dafür. So,
Dieses Handy können wir damit zur Seite legen. Gut, kommen wir zu unserem neuen Handy und wir haben hier ein Samsung A30. Sprache habe ich schon auf Deutsch gestellt, das ist Werks zurückgesetzt, wie ihr seht, das ist der Willkommensbildschirm. Dann gehen wir auf Starten. Die AGBs muss man natürlich wieder annehmen, bitte genau durchlesen, gell? Ja. Ist rechtsverbindlich. Dann brauchen wir WLAN, ist bereits verbunden, habe ich schon gemacht. Dann weiter, so, Smartphone wird vorbereitet. Apps und Daten kopieren, weiter. So, und hier ist jetzt der Punkt, wo man sagen muss, entweder ich mache das jetzt mit Samsung Smart Sync, mit Samsung Sync, oder ich mache das ohne das alte Gerät. Also ohne das alte Gerät würde das heißen, quasi als neues Gerät einrichten oder aus dem Google Cloud Backup. Weiter, wenn ich es machen würde, würde das Google Sync verwendet werden. Das könnt ihr dann natürlich auch hernehmen, wenn ihr zum Beispiel ein Huawei habt, das ist auch Android, oder ein Sony, das ist auch Android. Also es gibt tonnenweise Handys, die unter Android laufen. Ihr könnt Android auf Android übertragen. Es ist nicht Samsung abhängig, gell? Ganz, ganz wichtig zu betonen. Also Google Cloud ist geräteunabhängig und Samsung Sync funktioniert in der Regel auch auf allen Geräten. Wenn jetzt natürlich das alte Gerät hier, das 21S, was ich hier habe, ich schalte es nochmal ein, so jetzt daneben lege und die beiden würden sich sofort erkennen, kann ich mir natürlich alles schenken, dann kann ich hier sagen weiter und die Geräte connecten und verbinden sich direkt. Das machen wir aber im zweiten Video. Gut, dann gehen wir hier auf das andere Gerät ist nicht verfügbar. Dann müssen wir uns bei Google anmelden. Ja, das ist jetzt immer die Lieblingsfrage bei den Leuten, wie ist denn dein Google-Kennwort? Weil die meisten wissen es nicht. Also macht euch da vorher bitte schlau, das Google-Kennwort braucht ihr auf alle Fälle. Oder andere Optionen wählen unten und dann mit Passkey anmelden. Müsst ihr dann mit dem alten Handy natürlich den Passkey bestätigen. Beziehungsweise eine andere Methode wählen. So, dann nehmen wir hier auf Weiter. Dann brauchen wir natürlich die Verifikation. So, die Anmeldung ist bestätigt. Dann ja, ich stimme zu. Das Konto müsst ihr natürlich hinzufügen, ist klar, sonst funktioniert das nicht. Ist ein bisschen mit Warten verbunden, ist klar, das dauert dann nachher doch viel länger, wenn das ganze Zeug installiert ist, wenn die ganzen Apps hier noch runtergeladen. So, da haben wir die Galaxy 21S Sicherung vor 15 Minuten. Das ist die Sicherung, die wir erstellt haben. Und die können wir jetzt hier ganz gemütlich auswählen. Dann die Displaysperre für das andere Gerät bestätigen. So, das sagt dann 638 MB von 53 GB Speicherplatz verfügbar, bla bla bla, das ist ja das ganze gute Zeug. Dann stellen wir hier Google Fotos, Gmail, Kalender und Drive, die Apps, Kontakte, Geräteeinstellungen und so weiter. Auf diesem Handy ist eigentlich nichts drauf, das ist eigentlich nur eine Fernbedienung für einen Home-Assistent, wenn man das iPad nicht im Badezimmer in der Badewanne mit rumschleppen will oder so. Ansonsten hat das eigentlich auch nur 7-Eleven bestellen oder sowas, das war es aber auch schon. Also wie gesagt, es eignet sich jetzt hervorragend zur Demo, weil halt wirklich nicht viel drauf ist. Wenn ihr einen ganz normalen Account habt und ihr habt da an die 10 GB Fotos drin und Videofilme und dann dauert das Stunden. Und ganz wichtig, wenn der am Wiederherstellen ist, lasst ihn laufen, spielt nicht mit dem Handy rum, verwendet keine Apps, lasst ihn wiederherstellen. Wenn er fertig ist, kannst du das Handy benutzen. Dann ist das Ergebnis am besten. Wenn du jetzt zwischendrin da rumtippst, dann kann es sein, dass er gewisse Sachen nicht wiederherstellen kann und die dir dann manuell nachkonfigurieren musst. Daten verlierst du allerdings keine. Also lass ihn dann wirklich durchlaufen. Wir gehen auf Wiederherstellen. Und sagte, deine Daten werden wiederhergestellt. So, die Google-Dienste, die lassen wir auch so alle akzeptieren.
So, wir machen jetzt einfach mal eine PIN. Ne. 1, 2, 3, 6, 5, 4. Die kann man nachher ändern. PIN-Bestätigung, ohne auf OK zu drücken. Die PIN kann man dann nachher noch wieder ändern. Es geht jetzt einfach, worum es eigentlich drin ist, dass er die Passkeys und Anmeldungen übernimmt, die an Biometrie gebunden sind. Dafür braucht er einfach mindestens einen PIN. Also den müsst ihr jetzt auf alle Fälle vergeben. Ne, ich habe jetzt hier einfach mal was Einfaches genommen. Wie gesagt, kannst du dann später ändern. Es geht einfach, dass da erstmal einer drin ist. Und okay. So, auf Hey Google, den Sprachassistent benutze ich nicht, obwohl es auch mal eine interessante Sache wäre. Assistenten auf dem Bildschirm zulassen, ja, das machen wir schon, das ist manchmal ganz praktisch. Weitere Apps auswählen, da könnt ihr jetzt natürlich noch sagen, Samsung E-Mail, nee, möchte ich nicht. Die kann man danach nicht mehr deinstallieren, die Programme, deshalb ist es ganz interessant, wenn man jetzt hier auswählt, was man nicht haben will. Der Samsung-Kandidator, das ist wieder ein Samsung-Taschenrechner extra, braucht man auch nicht, hat Google schon mit drin. Ein Samsung-Internet-Browser, ich bevorzuge Chrome. Dann Samsung Health brauche ich auch nicht, ich habe keine Uhr von denen. Samsung Members, ja, kann man drin lassen. Ein Voice Recorder, oh. SmartThings, Samsung Notes machen wir aus, ich verwende Google Notes. Spotify benutze ich auch nicht, die wollen auch wieder bloß mein Bestes, also mein Geld. Galaxy, Wearable, Samsung Gear, sagt mir jetzt auch nichts. Samsung Voice Recorder, ne, Voice Recorder benutze ich auch nicht, aber gut, lassen wir mal drin. SmartThings, lassen wir auch mal drin, ist ja wurscht. So, von Google, die lassen wir drin, die bleiben sowieso. So, das Smartphone wird vorbereitet. Geht es dann gleich zur Sache. So, jetzt ist wieder Bonus-Apps von Samsung. Ja. Ich verschenke nichts, ich habe nichts zum Verschenken. Playback, war ja nicht. Smart Tutor. Galaxy Rewards. Uninteressant. Also für mich zumindest ist Entscheidungssache, was ihr jetzt da auswählt, was ihr halt von dem Zeug braucht. Samsung Max USD, da kann man wahrscheinlich die Aktienkurse folgen. Lazada ist in Thailand immer ganz lustig, ja, und TikTok, den benutze ich auch nicht, aber na, okay, gut. Das nicht irgendwie runterschmeißen. Das Häkchen hier nicht rausnehmen, ne? Das ist ja wieder eine Frechheit. Man ist quasi wieder dazu gezwungen, irgendwie hier TikTok zu installieren, na gut. Der Tag wird kommen, da werden sie es verbieten. So, Samsung-Accounts. Und Dienste von Samsung. So, ihr seht jetzt also, auch ich muss schon wieder rumrennen und gucken, was haben wir denn da für Kennwörter. Ist also schon ziemlich sicher abgesichert, aber es nervt halt, dass man überall diese Kennwörter wieder raussuchen muss. Manche Sachen einfach nochmal bestätigen muss. Ja, Samsung, ich habe sie alle gelesen und bestätigt, jawohl, zustimmen, arrivederci. So, jetzt brauchen wir dann unser altes Handy. Ihr habt es auch gerade schon im Hintergrund gehört, es hat wieder gemosert und gefiebt. Na, da kommt jetzt die Anmeldung, Samsung-Account hier. Kurz reinhalten. Der Samsung-Account, den muss man hier bestätigen. Ja, bin ich. So, dann gibt es einen Einmalcode. So, Apps. Daten täglich automatisch sichern. Ja, das machen wir natürlich auch. Wieder auf Weiter. Sie sind startklar. Beenden.
So, die Ergebnisse werden geladen. Also ihr müsst schon ein bisschen noch bei der Sache bleiben und hier das Ganze zu bestätigen. Das weiß er eh schon alles. So, dann zusätzliche Apps. Temu ist auf keinen Fall. Hätte ich beinahe los gesagt. Water Sword Color Puzzle spiele ich sowieso nicht. Tildom kenne ich auch nicht. Da muss man immer ganz genau tippen, dass man das Häkchen da rauskriegt. Kriegt das allerdings raus. Abschließen. Fertig. Abschließen. So, er sagt jetzt auch, hier oben wird heruntergeladen. Jetzt machen wir uns mal hier die Nachrichtenübersicht auf. Einrichtung von Galaxy A30 abschließen. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Zeitzone aktualisieren. Machen wir jetzt auch nicht. Machen wir später. Einrichtung abschließen. 1 von 17 Apps. Die werden jetzt gerade erst einmal reingedonnert. Dann Konfigurationsupdate. 0 von 3. Muss man jetzt einfach mal ein bisschen abwarten. Ich mache jetzt dabei mal kurz ein bisschen Pause. So, jetzt ist schon mal wieder was in der Anzeige hinzugekommen. Da steht jetzt auch zum Beispiel drin, Apps werden installiert. Also ist zumindest mal eine App. Also ihr seht, er ist hier am Arbeiten. Das kannst du zurückverfolgen, wenn du einfach hier im oberen Bereich ansetzt, nach unten ziehst und dann die Benachrichtigungen anzeigen lässt. Dann siehst du das eigentlich auch schon, was er tut. Kannst du das einfach nachverfolgen und im Auge behalten. So, dann machen wir mal einen kurzen Zwischenstand. Er läuft ja schon brav ab, werden installiert, sagt er auch. Einrichtung abschließen, 4 von 17 Apps wurden runtergeladen. Also ihr seht, es zieht sich, 2 Dateien werden heruntergeladen, das ist wieder was anderes. Konfigurationsupdate. Zeitzonen aktualisieren, könnt ihr mal reingucken, aber ich denke, dass das unrelevant ist, 24-Stunden-Format. Hätte ich aber ganz gern. Datum automatisch einstellen. So, haben wir das auch geregelt. Kriegen wir wieder ein bisschen mehr auf dem Bildschirm drauf. So, jetzt kommt hier noch dazu, System- und Sicherheitsupdates werden gesucht. Also er zieht wirklich alles runter, aber wie gesagt, es dauert halt ein bisschen. Ja, die andere Variante ist auch nicht viel schneller, aber wie gesagt, die kommt dann im zweiten Video. Okay, die Übertragung ist jetzt abgeschlossen und gehen wir es einfach mal ganz kurz durch. Die Einrichtung von A30 von Michael ist abgeschlossen. Nur noch ein paar Schritte, die könnt ihr durchgehen, das könnt ihr machen. Ich lasse die eigentlich immer weg, weil da nichts Relevantes vorbei ist. Dann hat er jetzt ein schönes Spiel installiert, ist wunderbar, wenn man spielt. Ich spiele aber eigentlich überhaupt nicht, außer Neverwinter, und das tue ich schon seit Jahrzehnten. Nein, ist übertrieben. Das ist weg. Geht wieder mal nicht. Na gut, lassen wir es drin. Call-Apps, die App sagt mir jetzt nicht, wurde aber erfolgreich installiert. Dann haben wir App-Installation abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe hier nicht viele Dinge drauf. 17 Apps wurden installiert. Konfigurationsupdates sind abgeschlossen und App-Installation ist abgeschlossen. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. So, dann schauen wir uns das mal ganz kurz an. Da gibt es Play Store schon mal wieder Updates. Ist wieder ganz lustig. Dann haben wir hier mal TikTok, wer es haben möchte. Ich mag es nicht. Ich schmeiße das einfach mal raus, weil mir das einfach nicht taugt. So könnt ihr dann einfach die Apps, die jetzt da zusätzlich dazugekommen sind, die ihr nicht braucht, einfach noch rausschmeißen. So ist das auch mal weg. Da ist auch Blockblast. Deinstallieren. Brauchen wir nicht. Shopee ist in Asien, Einkaufsdings ist von meinem vorhergehenden Handy. 7-Eleven, das ist hier die Supermarktkette schlechthin, das ist zum Bestellen und Einkaufen. Also die Sachen hat er eigentlich soweit mal übernommen. Da ist mein Home-Assistent, schauen wir, ob der läuft. Okay, so kann man jetzt hier einfach mal kurz durchgucken, was man denn so alles braucht. Wie gesagt, ich habe auf dem Handy jetzt einfach nicht viel drauf. Da geht nicht viel, jetzt müsst ihr mal gucken. Wallet, Coinbase Wallet, die müsste mit Fingerprint zu entsperren sein, zum Beispiel. Ja, die hat er nicht übernommen. Also wie gesagt, da hat er wieder Daten nicht übernommen, da muss man sich nochmal an den einzelnen Apps halt neu anmelden. Facebook habe ich nicht benutzt.
hatte ich es bei YouTube wenigstens gemerkt. Nein, also hier sind die ganzen Anmeldungen einfach nicht dabei. Das ist jetzt, wie gesagt, bei der Google Cloud Wiederherstellung durchaus möglich. Das ist, wie gesagt, nicht die professionelle Art und Weise. Aber wie gesagt, eure Daten und Apps und alles da sind da und ihr müsst dann die Apps neu anmelden und das war es eigentlich auch schon, der ganze Zauber. Dann hoffe ich, das Video hat euch geholfen. Über einen Like würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann ein Hinweis in private Sache. Ich produziere die Videos natürlich in meiner privaten Freizeit. Und wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, kannst du dies gerne tun. Spendenlinks findest du am Ende der Videobeschreibung für PayPal, Lightning, Bitcoin und Banküberweisung. Solltest du nach wie vor Probleme mit deinem PC haben und Hilfe benötigen für deinen normalen privaten PC, für deine Laptop, für dein Notebook, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, ohne Haken und Ösen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.